Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech 2026 in Nürnberg. Ich bin hier bei der Firma Waffentechnik Solingen zusammen mit dem Firmenbesitzer Jörg Eichhorn. Jörg, schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne. Magst du uns vielleicht ganz kurz durch die lange Geschichte eurer Firma führen? Ja, die Firma gibt es seit 2004, jedoch ist die Familie Eichhorn seit 1610 im Bereich Messer- und Schwerterbau tätig. Und seit 2004 sind wir mit der Waffentechnik Solingen durchgestartet. Hier könnte man vielleicht erwähnen, dass wir auch seit 2004 Zulieferer der Bundeswehr mit dem Bundeswehrkampfmesser sind. Und die Firma befindet sich in Solingen und machen gerade sehr viele neue Sachen. Ja, zum Thema Kampfmesser der Bundeswehr KM 2000 würde ich einfach sagen, wir steigen hier kurz ein Sehr und gerne. nähern uns dann von hinten den Neuigkeiten. Sehr gerne. Also, das KM2K, wie es bei uns heißt, ist erstmals 1999 designt worden. 2001 dann gab es die ersten Auslieferungen. Seit 2004 mit der Waffentechnik Solingen. Weit über 100.000 Stück an die Bundeswehr geliefert. Ich denke, das meisten wird es ein Begriff sein. Das Infanterie-Kampfmesser mit Tanto-Form, zwecks großer Penetration und Scheibenzertrümmerer hinten am Griffende, drehbarer Scheide, Nachschärfeinrichtung, die aus Diamantstaub gebildet wird, somit auch dekontaminierbar. Also schon echt durchdacht das Ding. Und ja, das liefern wir eigentlich durchgehend seit 2004 an die Bundeswehr und da sind wir auch sehr stolz drauf. So. Das kann man auch tatsächlich sein. Ja. Ich habe das noch dienstlich geliefert bekommen. Jawohl. War natürlich ja, nicht ganz flächendeckend, war schon ein bisschen selten, wenn man das gekriegt hat. Ja. Hatte dann natürlich auch viel Freude, war so ein bisschen sowas wie ein Statussymbol. Und wir sind jetzt eine Evolutionsstufe weiter. Richtig. Einfach mal unseren So. Zuschauern was erzählen. Wir haben uns davon. jetzt zum Jubiläumsjahr, 25. Jahr, seitdem wir es liefern, ein Sondermodell überlegt. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es nennen, irgendwo so KM2K Mini oder dergleichen. Besonderheit hier ist, wir haben einen Titangriff und das ganze Messer wiegt gerade mal 120 Gramm, extrem leicht, wird mit einer Kydex-Scheide geliefert, die dann nachher auch einen Adapter hat, um Molle-Adaptabilität zu haben und dergleichen. Und ja, wir werden vermutlich ausliefern Richtung Mitte des Jahres, Mitte 2026. Das Ganze wird eine limitierte Edition werden mit Seriennummer drauf und dergleichen. Wir werden auch noch zwei weitere Klingenvarianten im Programm haben. Einmal eine Drop Point und einmal eine Dolchklinge. Die Dolchklinge werden wir dann vermutlich als Boot Knife, also mit Clip, um es in die Innenseite von einem Stiefel zu klemmen, ausliefern. Wo seht ihr denn hier den Anwenderbereich? Seht ihr den eher beim Bushcrafter oder einfach nur beim Aficionado, dem Sammler? Oder? Tatsächlich querbeet, ja, von Sondereinheiten, die Wert auf leichtes Gepäck haben, also möglichst wenig mit rumschleppen wollen, bis hin zum Aficionado, wie es so schön gesagt hat, der einfach Messerliebhaber ist. Eigentlich querbeet. Ja. Zum handwerklichen Aspekt, der Griff ist 3D gedruckt. Jawohl. Aus welchem Material? Aus Titan, 3D gedruckt. Das hat in dem Fall die Firma UGG für uns gemacht. Wir haben da so eine Kooperation und ja, starten damit jetzt dieses Jahr durch. Wie ist jetzt hier die Klinge zum Beispiel befestigt im Griffsystem? Die ist verklebt. Ja, das lässt sich mit Titan nicht viel anders machen. Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, der ist aber extrem widerstandsfähig. Da haben wir keine Bedenken, dass da irgendwas passiert. Angenehm ist eben beim Titan das leichte Gewicht und die Haptik ist halt sehr angenehm. Ne? Du hast nie dieses kalte Metallgefühl, sondern es ist immer warm, weil da auch Hohlräume drin sind. Fühlt sich einfach gut an. Vielleicht magst du selber mal schauen. Ja, es wirkt auch immer ein bisschen trocken. Ne? Also Ja. sehr griffig von Ja, sich sehr aus, weil es so griffig, eine genau. wie fast phosphatierte Oberflächenstruktur, Genau, so sehr fühlt sich stark das an. angeraut. Genau. Ja. Also liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand, auch für meine kleinen Hände nicht zu groß. Ja, und es Also- hat tatsächlich 30% Schrumpfung im Vergleich zum originalen KM2K. Ja, ich Ja. denke, es wird für einige Sammler interessant sein, aber eben auch für Sondereinheiten, die sagen, okay, sowas können wir uns vorstellen. Wirklich sehr super, liegt in der Hand. Ganz toll, also dieser Titangriff, das fühlt sich einfach spitze an.
Dann noch gepaart natürlich mit dieser sehr nobel anmutenden Klinge, also diese, Ja, ist das eine Klingenbeschichtung oder ist das Stonewash? Oder das ist tatsächlich gesandstrahlt. Ja. Also es ist gesandstrahlt und ja, das wird sich sicherlich noch einige Varianten ergeben, wo wir vielleicht ein schwarzes Cerakote drauf machen oder eine sonstige Beschichtung. Also das Messer ist so gut auf der Messe bisher angekommen, dass wir uns schon entschieden haben, wir werden da sicherlich ein paar Varianten von machen, dass wir vielleicht dann auch mehrere Geschmäcker treffen. Weißt du selber, wie es ist? Bei Messerliebhabern, das ist, du fragst 100 Leute und kriegst 100 Meinungen, ist halt schwer, so ein Mainstream zu treffen. ja, Ja. Minimum 100 Meinungen. Genau, Minimum. Genau. Ihr macht aber jetzt nicht nur hier das typische Kampfmesser jetzt mit der Tanto-Form und dem Wellenschliff Richtig. oder jetzt eben dann hier diese neuen Modelle, sondern ihr macht ja auch Bajonette. Genau, Bajonett ist eigentlich immer unser Kerngeschäft gewesen. Ne? Also da kommen wir eigentlich her. Wir machen Bajonette seit vielen Jahren als Prinzip Haus- und Hoflieferant an die Firma Colt in den USA, an Steyr, an Heckler und Koch jetzt wieder, die uns wieder aufgenommen haben als Zulieferer. Und ja, da kommen wir eigentlich her. Ne? Da ist unser Know-how drin, also sprich die Befestigung zur Waffe. In neuer Zeit eben müssen wir auch ein bisschen innovativer sein. Die Waffen werden immer kürzer. Das heißt, die Standardaufnahme, so wie du es hier im Hintergrund siehst, die ist fast nirgendwo mehr gegeben. Die Waffenläufe sind kurz. Das heißt, wir müssen Picatinny-Rail-Adapter haben. Wir müssen M-Lock-Adapter haben. Und da passiert bei uns gerade recht viel. Wir kommen jetzt auch noch mit einem Picatinny-Rail-Adapter raus, mit einem Schnellverschluss. Sodass wir da auch deutlich flexibler sind und ja, mit den Waffen uns in die Zukunft entwickeln. Ne? Weil das Bajonett als solches ist insbesondere nach dem Afghanistan-Konflikt und auch Irakkrieg, da waren die letzten größeren Einsätze mit Bajonetten, mit aufgepflanzten Bajonetten oder Gefängnisaufstand in Kanada, wo irgendwann die Nationalgarde gesagt hat, weil die haben die Jungs nicht in den Griff gekriegt. Und dann stand einer da mit dem Mikrofon und hat gesagt, Soldiers fix bayonets. Und da war Ruhe. Sofort Ruhe, die haben aufgegeben, sind in ihre Zellen zurückgegangen, weil die alle so einen Respekt vor so einem Bajonett haben. Ne? Also jeder hat sich schon mal geschnitten. Ja. Jeder weiß, oh, das tut weh. Wie viele Leute sind schon angeschossen worden? Das heißt, dieser Bezug zu einem Messer ist viel näher als zu einer Waffe. Ne? Und das war eben in Afghanistan bei den Höhlendurchsuchungen oder im Irak bei den Hausdurchsuchungen mit dem aufgepflanzten Bajonett war halt die Wahrscheinlichkeit, dass dem einzelnen Soldaten die Waffe entwendet wird bei der Hausdurchsuchung deutlich geringer, als wenn er kein Bajonett drauf hat. Das Bajonett ist ein sehr archaisches Mittel, kann man sagen eigentlich. Ne? Ja, es hat aber gerade eben so eine Wiedergeburt, Wiederbeleben. Ne? Bajonette heute sind natürlich auch nicht mehr nur reine Hieb-, Stich- und Stoßwaffen, sondern sind auch multifunktional. Da hast du dann eine Drahtschere dran. Ja. Das Besondere bei unserer Drahtschere ist, da sind wir auch weltweit die Einzigen. Wir können mit unserer Drahtschere einen NATO-Stacheldraht, also einen gehärteten Draht, durchschneiden. Ja, das kann sonst keiner. Dann natürlich Thema Dekontaminierbarkeit, ABC-Geschichten. Dann hast du Nachschärfen eben mit dieser Diamant-Nachschärfeinrichtung, weil die kannst du auch dekontaminieren, die kannst du auswechseln. Es sind so viele Details, wo man denkt, ist ja nur ein Bajonett, aber es sind dann doch Details, wo du schon ein bisschen mehr machen musst, um die technischen Voraussetzungen und eben auch so technische Lieferbedingungen nachher zu erfüllen, die der Kunde stellt. Ne? Aber ihr macht nicht nur blanke Waffen, sondern ihr seid auch tatsächlich im Zubehörmarkt tätig. Ja, das stimmt. Wir sind seit ungefähr 12, 13 Jahren jetzt im Zubehörgeschäft tätig. Vielleicht darf ich da mal was zeigen. Ja, räumen wir hier mal ein bisschen auf die Seite. Also die Polizei Nordrhein-Westfalen, unsere Firma sitzt ja in Nordrhein-Westfalen, in Solingen. Und die landespolizeilichen Dienste für Nordrhein-Westfalen sitzen in Duisburg. Und die hatten sich für ihre neue Dienstwaffe, die Walther-Pistole, einen Holster ausgesucht, der Firma Safariland, sind damit auch happy. Aber die hatten halt das Problem mit den neuen Dienstwagen, die jetzt alle so einen Mittelkanal haben, haben die sich nicht mehr ordentlich anschnallen können. Und dann haben sie erst mit so Sonderlösungen probiert, sind aber nicht mit happy gewesen. Dann kamen die zu uns, tatsächlich auf der Enforce Tech Messe oder damals war es glaube ich sogar noch IWA und haben gesagt, könnt ihr uns da was bauen, dass wir uns wieder gescheit anschnallen können. Und dann sind wir, haben wir angefangen zu konstruieren und haben halt dieses Teil hier gebaut, was an das Bestandsholster dran gebaut wird.
ist ein drehbarer Holstersteg, nennt sich das Ganze. Das heißt, die können die Holster weiter verwenden, aber ich kann damit eine Rotation um 360 Grad machen. Die technische Anforderung war relativ hoch. Die Hürde war, dass die Behörde vorgegeben hatte, 8000 Rotationen muss dieses Holster können, ohne im Drehmoment um mehr als 5% des Ursprungsdrehmoments abzuweichen. Sehr deutsch. Ja, so, sehr deutsch, aber es hat schon eine Sinnhaftigkeit, weil du willst ja nicht, dass nach 3000 Rotationen das Ding irgendwie rumschlabbert. Ja. So, und 8000 Rotationen haben die halt hochgerechnet, das ist ungefähr die Lebensdauer eines Holsters. So haben die das hochgerechnet. Und das war eigentlich auch die technische, echte Hürde, das so hinzubekommen, dass das nicht anfängt auszuleiern. Und das haben wir hingekriegt. Mittlerweile haben wir weit über, ich glaube, 60.000 geliefert an NRW. Jetzt haben wir andere Länderpolizeien wie Berlin ist beispielsweise interessiert und auch andere Länderpolizeien damit aufzuspringen, weil die haben alle das gleiche Problem, auch wenn sie andere Holsterzulieferer haben, aber das Problem im Streifenwagen ist immer das gleiche. Ja? Die Polizei war anscheinend so zufrieden mit uns, dass sie dann später gekommen sind und uns gebeten haben, uns Gedanken zuzumachen zu einem Doppelmagazinhalter für die MP5. Wo sie bestimmte Anforderungen hatten, dass also ein Anti-Rutschschutz eingebaut ist, dass die Magazine seitenverkehrt montiert werden und so weiter. Und da hat unser Konstrukteur tolle Arbeit geleistet und ist hier mit einem sehr, sagen wir mal, auch für die Polizei preislich interessanten Lösungen gekommen. Und die sind mittlerweile auch schon relativ viel gekauft worden. Und ich kann sagen, Sachsen-Anhalt ist jetzt, die haben auch MP5 sehr interessiert und jetzt aber schon die ersten Anfragen für MP5, MP7 und andere Waffen. Also das ist von der technischen Ausführung und dann eben auch mit der preislichen Gestaltung für den Markt sehr interessant. Wie kommt es, dass ihr als Blankwaffenfirma, also Messerschmiede, nenne ich es jetzt einfach mal, hier in diesem Spritzgussgeschäft, ich nehme an, es ist Spritzguss, dass ihr da unterkommt? Genau, das liegt daran, dass mein ehemaliger Partner eine Kunststoffspritzerei hatte und wir uns damit auch entsprechend das Know-how dort erarbeitet haben. Und mittlerweile machen wir das mit verschiedensten Zulieferern. Das Know-how selber der Konstruktion ist in-house. Die Fertigung ist größtenteils außer Haus. Wir machen dann die Wareneingangskontrolle, die Montage und die Endkontrolle, bevor die Ware zum Kunden geht. Gut. So viel zum Zubehörmarkt. Ihr habt noch einen kleinen Prototypen mit dabei, womit wir dann wieder den Bogen schlagen zurück zu den Blankwaffen. Ja, da kommen wir wieder zurück zu den Blankwaffen beziehungsweise zu den scharfen Sachen des Lebens. Wir haben jetzt ja uns in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich mit feststehenden Klingen beschäftigt im Bereich Kampfmesser und Bajonette. Und um unser Geschäft ein bisschen weiter auszubauen, haben wir uns entschlossen, dass wir jetzt ab diesem Jahr auch wieder mit Klappmessern durchstarten, wobei wir die Konstruktion eben nicht für den Freizeitmarkt so angesetzt haben, sondern schon für den Profimarkt. Beispielsweise die Liner, die innen liegen, ist ein Linerlock, die bei fast allen Messer 1 mm haben wir auf 1,5 mm gesetzt, um sehr viel Stabilität im Körper hinzubekommen. Du siehst es an der Klinge. Das ist keine 3 mm, 3,5, das ist eine 4 mm Klinge, also ein echtes Arbeitsgerät. Und das ist jetzt nur so ein Teaser, um mal zu zeigen, wohin unsere Reise geht. Das wird sich sicherlich designtechnisch noch ein bisschen adaptieren. Das ist auch im technischen Finish noch nicht da, wo ich hin möchte. Aber beispielsweise haben wir nicht den klassischen Linerlock genommen, wo du hier in die Klinge reingreifen musst, sondern wir haben gesagt, da gibt es eine wunderbare Möglichkeit, das umzulenken, sodass du extern entriegeln kannst und bequem schließen kannst. Für den deutschen Markt natürlich ohne den Daumenöffner. Ja. So ein Nagelhau, finde ich, macht eine Klinge nicht schöner. Deswegen will ich den weglassen. Man kann den aber bequem so greifen, dass die Klinge, das ist kein Problem. Und ich wehre mich immer ein bisschen dazu sagen, das ist ein Taschenmesser. Das ist schon ein Arbeitsgerät, Klappmesser, ne, allein aufgrund der Dimensionen. Das wird sicherlich in mehreren Varianten, mehrere Farben. Wir werden da sicherlich so einen Braunton machen, weil der gerade auch sehr hip ist. Ne, so ein Schwarzton, möglicherweise noch andere und eben verschiedenste Klingen.
Wir fanden eben, um es zu zeigen, auf der Messe vorzustellen, fanden wir die Klinge sehr sexy. Hier auch wieder, der eine sagt, finde ich toll, der andere sagt, kann ich nichts mit anfangen, entgeht mir die Sinnhaftigkeit. Das kannst du eben lange diskutieren. Deswegen macht man ja als Hersteller mehrere Klingen, dann kann sich der Kunde aussuchen. Klar. Und mit dem Kundenfeedback später kann man natürlich sich dann auch weiterentwickeln. Absolut, genau. Deswegen zeigt man es ja mal her, dass man mal sich ein bisschen Feedback holt und kann dann entscheiden, wie wir es machen. Vom ersten Eindruck her würde ich mir auf jeden Fall trauen, obwohl es jetzt ein Klappmesser ist, damit zum Beispiel auch mal was aufzuhebeln, wenn es der Dienst erfordert. Absolut. Weil die Massivität ist auf jeden Fall gegeben, wenn ich mir allein hier die Verschraubung anschaue und eben die dicken Wangen, die ich dann habe, diese Liner. Ja. Das macht schon wirklich sehr, sehr soliden Eindruck. Ja. Und natürlich auch die Verriegelung, die oben liegt. Tolle Sache. Da ich es ja, wenn ich es mit 2 Händen öffne, auch mit 2 Händen schließen muss, dann wäre es mir doch lieber, ich habe nicht den Finger im Weg der Klinge. So, ja, die ist auch scharf. Also soll sie auch sein. So zu offen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für dieses Jahr einfach mal durch. Das war schon ganz schön viel Input. Ja, denke ich mir. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die neuen Produkte und hoffentlich können wir das alles ein bisschen weiter verfolgen und sehen das auch noch ein bisschen weiter gedeihen. Sehr gerne. Würde mich freuen, dass wir uns 2027 anschauen, was aus den einzelnen Sachen geworden ist, wie sie dann tatsächlich in Serie gegangen sind und ja, dann schauen wir in die Zukunft. Und wir hoffen natürlich auf weitergehenden Erfolg für die Waffentechnik Solingen. Vielen lieben Dank. Klar. Jörg, es war mir eine Freude, da zu sein. Vielen Dank. Das war es jetzt hier von uns, von Enforce Tech TV, vom Stand von Waffentechnik Solingen. Wenn euch das gefallen hat, denkt bitte dran, liken, Abo und auch die Glocke drücken für weitere Videos von der Enforce Tech 2026. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.